Benni, ich war im Sommer bei dir im schönen Tirol auf Wanderurlaub und mir ist ein Missgeschick passiert. Ich bin in den Weidezaun geraten und wer das schon einmal erlebt hat, der weiß, das ist kein angenehmes Erlebnis. Und ich habe dabei an euch Schweißer denken müssen, weil ihr ja auch mit sehr hohen Strömen arbeitet. Noch viel höher als so ein Weidezaun. Und ich stelle mir vor, Schweißen ist da in dieser Hinsicht gar nicht ungefährlich, oder? Ja, das stimmt, Max. Beim Schweißen entstehen sehr, sehr hohe Ströme, oft mehrere hundert Ampere. Aber die Geräte sind nach höchsten Standards gefertigt und wenn man weiß, was man tut, dann ist das alles sehr sicher. Und dieser Lichtbogen vorne, das ist ein Stück weit wie Magie. Es ist keine Magie, das ist eigentlich alles pure Physik. Es funktioniert alles nach dem Ohmschen Gesetz. I ist U durch R. Strom ist Spannung durch Widerstand. Je höher die Spannung, desto mehr Strom kann fließen und auch je geringer der Körperwiderstand wird, desto mehr Strom kann auch fließen. Deswegen ist es besonders gefährlich bei Leerlaufspannungen, die können 200 Volt und höher sein. Wenn man hier diese Elektrode berührt oder direkt Elektrode und Massekabel, dann kann eben der Strom durch den Körper fließen. Du sagst durchfließen, also ich bin dann Teil des Stromkreises. Ja genau, da kommst du direkt in den Stromkreis dann hinein. Diese Ströme sind nicht so groß wie beim Schweißen, das sind keine hunderte Ampere, sondern nur Milliampere, also Tausendstel Ampere. Aber auch diese kleinen Ströme können schon zu Unwohlsein, zum Kribbeln oder auch zu Muskelverkrampfungen, natürlich zu einem Schreck kommen. Das heißt, das kann sein, wenn ich dieses Werkstück in der Hand halte und ich verkrampfe, dass ich das gar nicht mehr loslassen kann. Im blödesten Fall kann das wirklich sein, dass du das Werkstück gar nicht mehr auslassen kannst. Oder du kannst dir vorstellen, du stehst auf einer Leiter oder auf einem Gerüst und wenn du hier in den Stromkreis kommst, dann bekommst du einen Schreck und fällst dann runter und das ist auch nicht gut. Also es sind gar nicht die direkten Unfälle dann oft das Problem, sondern die indirekten Unfälle, die durch diesen Stromschlag geschehen. Ja genau, das kann eben alles passieren. Wie ich in den Weidezaun gekommen bin, war es ein trockener, schöner Sommertag. Und soweit ich weiß, leitet ja Nässe Strom. Und wäre dieser Stromschlag dann noch intensiver ausgefallen, wenn ich nasse Hände gehabt hätte, das Gras nass gewesen wäre, wäre dann der Strom noch größer gewesen, oder? Ja, das stimmt. Das hast du ganz richtig verstanden. Je geringer der Körperwiderstand, desto höher wird auch der Strom, der durch den Körper fließt. Und gerade in feuchten Umgebungen, wenn es geregnet hat, die Kleidung nass wird oder beim Schweißen, kann man ja auch zum Schwitzen anfangen und wenn die Haut dann feucht wird, dann leitet sie besser, der Widerstand wird geringer und der Stromfluss wird noch höher. Speziell aufpassen musst du hierbei auch beim Wickschweißen, da die Zündhilfe, diese Hochfrequenzzündung, auch HF-Zündung genannt, sehr hohe Spannungen hat und dadurch kann es auch zu einem kurzen Stromschlag und zu einem Schrecken führen. Und ihr müsst ja auch in metallischen Umgebungen manchmal schweißen, also zum Beispiel wenn ein Metallrohr zu schweißen ist, in einer Umgebung, die sehr gut leitfähig ist, wo auch wieder der Widerstand sinkt. Wie löst man das in solchen Situationen? Ja, das stimmt, eine sehr gute Frage. Speziell in der Industrie kommt es sehr oft vor, dass in Metallumgebungen geschweißt wird, wo der Schweißer wirklich direkt auf einem Metallrohr oder auf einer Metallplatte steht. Da braucht es Geräte mit einer S-Kennzeichnung, die speziell dafür gemacht sind und auch eine isolierende Matte. Und ganz wichtig ist auch eine Schweißaufsicht. Eine Schweißaufsicht, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das ein Kollege, der dir beim Schweißen zusieht? Er soll nicht nur zusehen beim Schweißen, sondern er muss auch jederzeit aktiv eingreifen können, sobald hier irgendetwas passiert. Alles klar. Benni, vielen Dank. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ich habe heute wieder eine Menge gelernt. Nicht nur, dass Stromschläge beim Wandern auf der Alm ein Thema sein können, sondern dass sie auch beim Schweißen durchaus gefährlich sind. Wenn man jedoch die richtigen Maßnahmen ergreift, braucht man sich nicht zu fürchten. Es gilt das Ohmsche Gesetz, I ist gleich U durch R. Der Körperwiderstand R, je kleiner der ist, desto größer die Ströme, die potenziell über meinen Körper fließen können. Deshalb sollte man darauf Acht geben, den Körperwiderstand möglichst hoch zu halten. Gering wird er bei Nässe zum Beispiel, also wenn man, sagen wir, im Regen schweißt oder wenn man stark schwitzt. Hinzu kommt, dass man es möglichst vermeiden sollte, in leitender Umgebung zu schweißen, also zum Beispiel in einem metallischen Rohr. Kann man das nicht vermeiden,
dann muss man 3 Maßnahmen ergreifen. Erstens auf die S-Kennzeichnung bei den Schweißgeräten achten. Zweitens, eine isolierende Matte sollte man unter seinen Füßen haben. Und drittens sollte man wissen, dass eine Schweißaufsicht da ist, die den Schweißvorgang richtig überwacht.